Gut. Ihr wisst, was ihr zu tun habt? Ich fliege nach Mailand, um vor Ort einzugreifen. Vielleicht gelingt es mir, die Presse noch aufzuhalten. Natürlich war ich völlig fertig. Aber das heißt noch lange nicht, dass du wie ein durchgeknallter Bodyguard nach Königsbrunn fahren sollst. Mann, Schatz, ich wollte Tristan hat mich auch immer behandelt, als wäre ich ein kleines Kind. Nie darauf geachtet, was ich eigentlich will. Ich hab da keinen Bock mehr drauf, Andi. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du vergleichst mich mit deinem Bruder? Ja. Nein. Der dich krankhaft liebt und dich fast vergewaltigt hätte. Mann, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Nein, wie meinst du das dann? Ich habe dir gesagt, dass ich das alleine kläre und du ignorierst das einfach und rennst hinter meinem Rücken zu Tristan. Sie können dann jetzt mitkommen. Was? Ich stelle mir gerade Christian Junior vor, wie ich ihm Radfahren beibringe und Reiten, Tanzen. Du weißt aber schon, dass A, noch gar nicht klar ist, ob Rebecca wirklich schwanger ist und B, ich definitiv nicht der Vater bin? Obwohl du garantiert ein toller Papa wärst. Ich wäre garantiert auch ein guter Schauspieler. Bin ich aber nicht. Man kann nicht immer alles haben. Aber wenn ich mir vorstelle, wie du mit dem Kleinen durch die Wiesen rennst und... Ich lese. Meintest du was gerade ernst mit dem Kind? Also ich will keins. Dann sind wir uns ja einig. Jedenfalls nicht jetzt. Als du heute Morgen fertig vom Schloss kamst, hätte ich da einfach zur Baustelle fahren sollen und Beton mischen, als ob nichts gewesen wäre? Wenn ich dir sage, halt dich da raus, ich mach das alleine, ja. Aber Tristan ist krank. Und ich mache mir einfach nur Sorgen. Freunde, Muffins waren gestern, Pizza ist heute. Danke, kein Hunger. Wegen dir? Sieht wohl ganz so aus. Oh nein. Hey, das kriegen wir zusammen hin. Wir lassen dich mit dem Kind nicht allein. Wickeln, füttern, massieren. Das schaffen wir doch mit links. Ihr seid echt süß, wisst ihr das? Und ich komme auch gerne auf euer Angebot zurück. Wenn es denn mal soweit ist. Du bist nicht? Nicht schwanger. Ja. Was gibt's denn, Frau Klein? Die Entwürfe für die Einladung. Ach ja, das Firmenjubiläum. Danke, ich kümmere mich später darum. Ansgar und Ludwig sind vor einer halben Stunde in Düsseldorf gelandet. Sie müssen jeden Moment hier sein. Ah, da sind sie. Und Sie sehen nicht gerade aus, als hätten Sie gute Nachrichten. Ihr seid schon alle da? Gut. Ich kann es wohl kaum erwarten zu erfahren, was ihr für einen Mist gebaut habt. Wie? Konnten Sie in Italien etwas erreichen? Die Lage ist eine Katastrophe. Das Gute ist, es wäre noch schlimmer gekommen, wenn ich es nicht rechtzeitig gemerkt hätte. Das heißt, die Banca Loconto hat von Anfang an gewusst, dass die Häuser ohne Baugenehmigung errichtet wurden? Richtig, und ich frage mich, warum das keinem von euch Supernasen hier aufgefallen Ansgar, ist. was soll denn das? Das nützt doch überhaupt nichts, wenn wir uns gegenseitig Vorwürfe machen. Ja, wie auch immer. Jedenfalls habe ich sämtliche Kontakte spielen lassen, bis in die höchsten Spitzen der Politik. Aber es gibt keine Möglichkeit, den Abriss dieser Häuser zu verhindern.
Damit muss die Holding für Verluste im mehrstelligen Millionenbereich aufkommen. Das können wir niemals auffangen. Was noch nachzuprüfen wäre. Ein Meeting der Firmenspitze. Warum bin ich nicht eingeladen? Tanja, wir besprechen hier etwas, was nicht in dein Ressort fällt. Nicht in mein Ressort. Na dann. Verlegen wir das Meeting in das Penthouse, dort laufen wir nicht Gefahr, dass etwas nach außen getragen wird. Unruhe und Verunsicherung können wir jetzt auf keinen Fall gebrauchen. Andi, Nein, ich zuerst. Es war total daneben von mir, gleich aufs Schloss zu rennen. Obwohl, wenn ich mir vorstelle, was dieses Arschloch mit... Ich weiß, dass du ganz gut alleine auf dich aufpassen kannst. Und du brauchst keinen Babysitter. Sondern nur einen Freund, dem du vertraust. Ich respektiere dich. Ich will dir doch nur helfen. es tut mir auch leid. Ja, ich habe völlig überreagiert. Und du hast natürlich nichts mit Tristan gemeinsam. Ich weiß. Ich habe doch nur Angst, dass er dich wieder manipuliert. Traust du mir so wenig zu? Nein, aber Tristan, ich traue ihm keinen Meter über den Weg. Ich verstehe dich ja. Aber hey, er macht eine Therapie. Und er ist sogar extra deswegen aus der U-Haft raus, obwohl er zu seiner Schuld stehen will. Und das glaubst du ihm? Ganz ehrlich, der lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Auch die SMS, die er dir geschickt hat, dass er dich jetzt in Ruhe lassen will. Das kannst du knicken. Selbst, dass ihr beide wieder normale Geschwister sein könnt, wie ich das auch erst dachte. Nach all dem, was passiert ist, nie im Leben. Bei allen Problemen, die wir im Moment zu meistern haben, ist es doch gut, dass die Familie zusammenhält. Naja, von einer Ausnahme vielleicht abgesehen. Sie sind wirklich die geborene Optimistin. Selbst in ausweglosesten Situationen gewinnen Sie noch etwas Positives ab. Dieses Talent schätze ich an Ihnen sehr. Ich hatte einen guten Lehrmeister. Kommen Sie, seien Sie nicht so bescheiden. Andere in Ihrer Situation hätten längst aufgegeben. Sie aber nicht, Sie kämpfen. Ja, leider reicht Kampfgeist allein nicht aus. Die Vorstellung, dass das Unternehmen untergehen könnte, bereitet mir doch manche schlaflose Nacht. Ja, Verantwortung ist für Sie eben kein leeres Wort. Könnte sich mancher Unternehmer eine Scheibe abschneiden. Vielleicht können wir nicht verhindern, dass die Häuser abgerissen werden. Aber Ihnen wird etwas einfallen, da bin ich mir ganz sicher. Und da ist er schon wieder. Dieser Optimismus. Sie haben recht. Wenn die Familie zusammenhält, werden wir es schaffen. Ja. Ich meine, stellt euch das mal vor. In meinem Alter als alleinerziehende Mutter. Das geht doch gar nicht. Das haben in Deutschland schon 1, 2 Frauen vor dir geschafft, glaub mir. Ja, aber ich habe noch so viel vor. Ich will eine tolle Designerin werden. Das bist du doch schon. Außerdem, wer sagt, dass das mit dem Baby nicht geht? Ihr hättet aber nicht wirklich die Papas gegeben, oder? Doch, klar. Versprochen ist versprochen. Und so ein Mini-Christian. Und ich wäre der Papa doch gar nicht gewesen. Das wäre aber trotzdem süß gewesen. Jungs, falls es vielleicht doch an euch vorbeigegangen sein sollte, ich bin nicht schwanger. Stimmt, da war doch noch was. Schade eigentlich. Die Holding muss liquide bleiben. Solange das gewährleistet ist, haben wir Zeit, alle weiteren Schritte zu überlegen. Ich könnte versuchen, ein paar Termingeschäfte an Land zu ziehen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Die Holding darf nicht auch noch die letzten Reserven zum Agieren verlieren. Elisabeth hat recht. Lass das. Gut, dann schaue ich jetzt noch mal die Verträge durch und gucke, ob es noch was zu revidieren gibt. Ja, und wir klopfen alle Möglichkeiten einer Zwischenfinanzierung ab. Und nochmal, es darf nichts nach außen dringen. Solange die Situation so unsicher ist, hat das oberste Priorität. All of a sudden the conversation turns and everyone concerned is looking down. The gutsy party is right here in the room, but no one can assume the higher ground. Oh, it almost caught up with you then. Oh, you should have thought of this, my friend. If you knew it was wrong, why did you do it? You don't know, you didn't mean to. It slipped your mind and it feels
du fertig mit deiner Dissertation? Fast, ich muss noch ins Kolloquium. Falls du Nervennahrung brauchst, ist noch Pizza da. Danke. Kein Hunger. Hey, ich weiß, Anni kann manchmal echt eine Dampfwalze sein. Du, es ist alles in Ordnung. Ehrlich. Ja, Andi und ich, wir hatten, ich würde mal sagen, einen kleinen Disput. Aber wir haben alles geklärt und jetzt ist wieder arbeiten. Alles ist klar. Dann, aber wenn er dich nervt, dann sag einfach Bescheid. Ich kann nämlich auch ganz gut eine Dampfwalze sein. Der lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Auch die SMS, die er dir geschickt hat, dass er dich jetzt in Ruhe lassen will. Das kannst du knicken. Auch, dass ihr beide wieder normale Geschwister sein könnt. Nach all dem, was passiert ist. Nie im Leben. Ja, genau. Es geht doch ausschließlich darum, die nächsten Wochen zu überbrücken. Und Sie wissen ja, dass die Holding stetige Gewinne zu verbuchen hat. Ja. Ja, danke. Wiederhören. Und? Wie hat der Vorstand entschieden? Sie gewähren uns einen Zwischenkredit über 120 Millionen. Ja. Dann werden die Verluste fürs Erste abgedeckt und die Holding bleibt zahlungsfähig. Und wir müssen nicht durch irgendwelche Hauruck-Aktionen kurzfristig Geld an der Firma freimachen. Ja, nach dieser Nachricht haben wir uns, glaube ich, eine Pause und ein Glas Champagner verdient. Hm? Soll das ein Witz sein? Die Firma steht mit einem Bein in der Pleite und du willst jetzt Puffbrause schlürfen gehen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Genau, weil ich an unser Überleben glaube. Wir haben in kürzester Zeit eine Lösung gefunden, ohne auch nur eine Abteilung aufzugeben. Ich glaube, das ist Grund genug. Also, Jungs, was haben wir denn jetzt? Also, Museum, Kino oder einfach nur in deiner am Rhein? Ich bin für Kino. Hallo, ihr drei. Hallo, Hi. zusammen. Hey! Na, bist du jetzt die perfekte Sprachlehrerin oder hast du in München nur chillig auf der Wiesn gehangen? Die Wiesn ist noch nicht und perfekt war ich ja wohl schon vor dem Lehrgang. Frag Konstantin. Ja. Nein, aber München ist echt eine schöne Stadt. Solange du kein Dirndl trägst. Keine Angst, ich werde Sie schon wieder an Düsseldorf gewöhnen. Und ich habe die Traumhochzeit des Jahres verpasst, habe ich gehört. Die ist noch nicht vorbei. Wir fliegen nämlich noch im Heißluftballon. Ja, das Hochzeitsgeschenk von unseren Freunden. Wow, nicht schlecht. Also ich wünsche euch jedenfalls alles Gute, viel Glück und überhaupt, ihr seid ein tolles Paar. Umarmen. Danke. Wagner? Wie bitte? Ah. Ja, ich werde mich drum kümmern. Danke. Das ist ein Mist. Ja, die neue Kommode ist da schon seit einer Woche und ich hab's vergessen. Wenn wir sie heute nicht abholen, geht sie morgen wieder in den Verkauf. Oh, da können wir Christina schlecht mitnehmen. Was mit Arne? Er ist in der Uni. Ich glaube, ich weiß schon, wer auf die Kleine aufpasst. Ja, die Frage hat sich wohl erledigt. Super. In der Tasche ist alles drin und wenn die Windel voll ist, dann... Finden die Jungs alles da drin, was man zum Wechseln braucht. Krieg das schon hin. So, und was machen wir hier noch so? Wo ist denn Nathalie? Und Matthias? Mussten weg. Was? Was mit dem Kind? Ups, haben sie wohl vergessen. Nee, Quatsch. Wir passen auf die Kleine auf. Ah. Wir passen auf dich auf. Was für eine Überraschung. Gute Nachrichten. Meine Enkelin Lara hat mir aus Griechenland geschrieben. Ein Fax? Ich dachte, die Generation von heute twittert nur noch. Oh, was Sie alles wissen. Nein, sie weiß eben, wie sie mich am besten erreichen kann. Und bei dem ganzen Stress in der Holding habe ich unser wöchentliches Telefonat ganz vergessen. Schön, aber. Ja, ich will eben wissen, wie es ihr und meiner Tochter geht. Es hat nicht jeder das Glück, mit der Familie unter einem Dach zu leben. Daran kannst du leicht was ändern. In Griechenland ist das Wetter auch viel besser. Aufschlussreiche Informationen, vielen Dank. Ja. Emma, haben Sie meine Unterlagen zusammengesucht? Ich fahr schnell ins Schneiders und besorge uns eine Kiste Schneiders Nummer 1. Willst du nicht einen Boten schicken? Ach was, ein bisschen frische Luft tut mir doch ganz gut nach der ganzen Deckerei. Hast du auch wieder recht. Ich habe
habe hier die Entwürfe für die Einladung zur Jubiläumsfeier. Also ich finde diesen eigentlich ganz gut. Schriftsetzung, Farbe, Layout, stilvoll, aber nicht zu übertrieben. Spießig hast du vergessen. Wer hatte dich nach deiner Meinung gefragt? Bin schon weg. Frau von Lahnstein. Also ich würde sagen, wir nehmen 500 davon. Gut. Ja, also ich bin sicher, es wird ein tolles Fest. Auch die nächsten 100 Jahre. Wie war euer Meeting? Worum ging es in eurem Gespräch? Nichts Wichtiges. Gut, dann wollen wir doch mal sehen, ob der Düsseldorfer Kurier das genauso sieht. Tristan von Lahnstein vergewaltigt seine eigene Schwester. Ich hab sie nicht. Das kannst du ja in der Gegendarstellung erklären. Wir haben einen Deal, mein Lieber. Also Hallo. gut. Die Verluste, für die die Holding durch die Pleite der Bank Alokunte aufkommen muss, bewegen sich im dreistelligen Millionenbereich. Wow, dann wird's ja richtig eng. Mein Vater hat eine Zwischenfinanzierung mit der Bank ausgehandelt, die das Schlimmste vorläufig abfängt. Bei welcher Bank? Tristan, bei welcher Bank? Die Marolsheim Bank. Geht doch. Danke für deine hervorragende Mitarbeit. Zwischenfinanzierung. Oh, wenn da mal nichts dazwischen kommt. Jetzt nimmt der Onkel Christian die Christina aus dem Kinderwagen. Und jetzt hat er sie auf dem Arm. Der Olli ist total geisteskrank geworden. Der Olli versucht einfach nur gute Stimmung zu machen. Hallo. Was ich mich schon immer gefragt habe, nervt es kleine Kinder eigentlich, wenn man mit ihnen wie mit kleinen Kindern spricht? Also mich würde es tierisch nerven. Ich meine ja nur. Vielleicht hat die Kleine Hunger. Gute Idee. Ja, und was machen wir? Sollen wir vielleicht mit deinen Klötzchen spielen oder willst du ein Alt? Nee. Weißt du, was wir machen? Wir werden jetzt reiten. Pass mal auf, reiten. So. Wir reiten jetzt einmal durchs No Limits. Achtung. Ey, ich wollte Christina gerade was zu essen geben. Olli, du bist ja richtig beleidigt. Ja, da freue ich mich die ganze Zeit drauf. Christina füttern, dabei Geschichten erzählen, aber bis der feine Herr mal vom Reiten zurück ist. Ich sag ja, beleidigt. Oh, mir ist ganz warm im Nacken. Ja, so erleichtert wie die Kleine aussieht, kann das nur eins bedeuten. Ich mach das schnell. Junges Fräulein, kommst du mal zu mir? Hui, Junge. Ja, das gehört wohl dazu. Soll ich dir helfen? Klar, wieso nicht? Und wir gehen jetzt der Christina die Windel. Solange er nicht mit Teddy redet. Darf ich Ihnen noch etwas bringen, Prinz zu Hohenfelden? Ja, ein Cappuccino bitte. Sehr gerne. Ah, Graf Lahnstein. Der Sekt steht bereit. Danke. Hey. Immerhin läuft es bei dir wieder gut. Bei dir anscheinend nicht. Nee. Ich hatte schon mal bessere Tage. Aber jetzt erzähl mal, warum du so gute Laune hast. Helena ist nicht mehr sauer auf dich? Immerhin hast du mit allen Mitteln versucht, sie und diesen Andi auseinanderzubringen. Ach, sie kann mir nie lange böse sein. Außerdem sind die beiden wieder zusammen. Ich drücke dir jedenfalls die Daumen, dass ihr das irgendwie wieder hinkriegt. Das wird schon. Immerhin sind wir Zwillinge. Wir werden uns immer sehr nahe sein. Das liegt quasi in unseren Genen. So, ich muss los. Wir quatschen noch mal in Ruhe, ja? Ja. Ciao. Ciao. Tristan von Lahnstein? Ja. Genau. Ich möchte die Nummer sperren lassen, damit mich diese Person nicht mehr anrufen und mir auch keine Nachrichten mehr schicken kann. Den Champagner bringt mein Sohn dann gleich mit.
Ich kann gar nicht oft genug sagen, wie erleichtert ich bin. Ja, und ich es. Und Sie hatten natürlich wie immer recht. Naja, die Familie zieht an einem Strang. Ja, sogar Ansgar hat sich zurückgehalten für seine Verhältnisse. Und Sie wissen schon, dass Sie dabei die wichtigste Rolle gespielt haben. Ich? Ohne Ihren Optimismus? Ich bitte Sie. Graf Lahnstein, Ach, Sie trinken doch nachher ein Gläschen mit, Frau Klein. Sie müssen sofort das Radio einschalten. Was? Warum? Erreicht uns gerade die Nachricht, dass die Lahnstein Holding vor dem auszustehen scheint. Der Aufkauf der Banca Luconto ist womöglich der Grund für die drohende Pleite. Über die Hintergründe der Krise werden wir im Wirtschaftsmagazin berichten. Hi. Hey, da sind Sie ja schon wieder. Ja, was heißt denn schon? Es hat eine halbe Ewigkeit gedauert, bis wir das Ding endlich im Auto hatten. Wo ist Christina? Und Achtung! Sieht so aus, als hätten sich da 3 gefunden. Oh ja, die perfekten Ersatzdaddies. Ah, das bringt mich auf eine Idee. Sag mal, was hältst du von einem kleinen Kurztrip nach Paris? Kurz? Da bin ich. Ja. Ja. Ah, da kommt doch schon der Sektservice. Ich hoffe, ihr habt nicht ohne mich angefangen. Was denn jetzt schon wieder? Aber Sie können doch nicht aufgrund... Natürlich ist das eine Falschmeldung. Das heißt, Ihre Entscheidung steht fest? Ja. Ja, wiederhören. Na, was ist? Hast du wieder vor die Wand gefahren? Die Marolsheim Bank hat ihre Zusage zurückgezogen. Die gewähren uns den Kredit nicht. Warum? Weil die Medien berichten, dass wir kurz vor der Pleite stehen. Bitte? Wenn die Bank uns das Geld nicht zur Verfügung stellt, dann bedeutet das doch... Das Ende der Holding. Wer hat diese Information an die Presse weitergegeben?